Das Tomatendesaster liegt hinter uns und jetzt kommt das Schönste im Jahr, worauf ich mich wirklich die ganze Zeit freue, die Kartoffelernte. Das heißt, ich gucke erst mal, wie viel da dran ist an jeder Pflanze und dann freue ich mich immer beim Ausbuddeln. Das ist wie Überraschung, wie Geschenke auspacken, macht Spaß. Ist das Kraut der Kartoffel völlig vertrocknet, wartet man noch etwa 2 Wochen, bis das Roden beginnen kann. Denn je länger die Kartoffel in der Erde bleibt, je dicker bildet sie ihre Schale aus und umso länger kann man sie lagern. Bei diesen Knollen hier sieht man sehr gut, was passiert, wenn sie nicht ganz und gar mit Erde bedeckt sind. Sie werden grün. Das Grüne an der Kartoffel sollte man vor Verzehr unbedingt abschneiden, denn dort hat sich Solanin gebildet und das ist leicht giftig. Die Grabegabel sollte man nicht zu dicht an der Pflanze ansetzen, damit die Knollen nicht beim Einstechen beschädigt werden. Und nicht vergessen, immer noch mal nachwühlen, denn ganz oft verstecken sich noch Kartoffeln tief in der Erde. Und da habe ich noch ganz vergessen zu sagen, nicht die Gabel so kurz unten reinfahren, dann hat man nämlich die ganzen Kartoffeln aufgespießt, sondern richtig runter unter die Kartoffeln. Also richtig rein, stechen und dann die Kartoffel von unten hochholen. Ich hatte hier pro Reihe jeweils 4 Kartoffeln gesetzt, also 4 Mutterpflanzen. Und das ist der Ertrag. Die Kartoffel so an der Pflanze dran hängt, die lässt sich dann ganz einfach abzupfen. Also wir sind mit unserer Ernte wirklich sehr zufrieden dieses Jahr. Dieser kleine grüne Freund ist ein Rosenkäfer. Er sieht ein bisschen zerrupft aus. Jetzt widme ich mir noch meinem Versuchsfeld. Da habe ich im letzten Herbst Kartoffeln eingepflanzt, wo es ja heißt, die gehen ein, wenn es zu kalt ist. Und ich bin wirklich gespannt, wie die rauskommen. Mich interessiert natürlich am meisten, ob es sich auch gelohnt hat. Die Theorie war ja, dann würden die Kartoffeln nicht so ergiebig oder besonders klein werden. Und das stimmt, ich sehe jetzt nicht. Ach übrigens, das ist ein Kartoffelkäfer. Wo ist er denn? Hallo? Ach hier, stellt sich tot. Glaube ich, dass das ein Kartoffelkäfer ist. So, der kann gleich mal Flugstunden nehmen. Gut, also eindeutig sind die nicht so ergiebig wie die anderen. So, die müssen natürlich sauber werden, von der Erde befreit. Und wenn das nachher gemacht ist, dann werden sie zum Trocknen hingelegt. Deswegen ist heute ein idealer Tag dafür. Wenn man die Erdäpfel länger lagern möchte, lässt man die Erde an den Knollen. Aber auch dann gilt, vor dem Einlagern gut trocknen lassen. Denn sonst können sie anfangen zu faulen. So halten sie dann 2 bis 3 Monate. Na dann, viel Spaß beim Ernten und guten Appetit!